Hola und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal I Love Kuba. Nun sind wir schon im Dezember angekommen und somit geht es heute ein letztes Mal im Jahr 2024 um die aktuelle Lage in Kuba. Kuba hat in den letzten Wochen viel erlebt, von Naturkatastrophen über wichtige Reformen bis hin zu neuen internationalen Partnerschaften. Heute gebe ich euch einen Überblick über die aktuelle Lage, nützliche Informationen für eure Reise und ja, ein besonderes Weihnachtsangebot aus meinem Online-Shop. Bleibt bis zum Ende dran, es lohnt sich. Ja, lasst uns loslegen. Wir starten mit dem aktuellen Wechselkurs, einem wichtigen Thema für alle, die eine Reise nach Kuba planen oder sich für die wirtschaftliche Situation interessieren. Ja, Straßenkurs. Ja, der informelle Straßenkurs liegt aktuell bei 340 Peso pro Euro. Plus minus. Das ist ein leichter Abstieg, aber insgesamt bleibt der Kurs bisher noch stabil. Zum offiziellen Kurs, ja, auf internationalen Märkten liegt der Wechselkurs bei 1:24, aber in Kuba gilt für Transaktionen ein offizieller Kurs von 120 Peso pro Dollar. Falls ihr die aktuellen Straßenkurse im Blick behalten möchtet, schaut auf der Plattform El Toque vorbei. Den Link findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. Ja, eine gute Vorbereitung kann euch beim Umtauschen viel Ärger ersparen. Weiter geht es mit den Einreisebestimmungen. Was braucht ihr aktuell, um nach Kuba zu reisen? Also Zollangaben, diese müsst ihr vorab über eine Plattform der Viajeros online ausfüllen. Das ist verpflichtend und erleichtert die Einreise deutlich. Schaut euch mein Video dazu an, falls ihr unsicher seid. Zum Thema Touristenkarte, diese dient als Visum und kann online beantragt werden. Ab 2025 wird diese über die Plattform evisakuba.cu verpflichtend sein. Und die Auslandskrankenversicherung. Ihr benötigt eine Versicherungspolice, die idealerweise auf Spanisch ausgestellt ist, um Missverständnisse zu vermeiden. Vergesst nicht, euer Reisepass muss mindestens 6 Monate über eure geplante Reise hinaus gültig sein. Mit diesen Dokumenten seid ihr bestens gerüstet für euren Kuba-Urlaub. Hurricane und Erdbeben erschüttern Kuba. Die letzten Wochen haben Kuba auf eine harte Probe gestellt. Hurricane Rafael, dieser Sturm brachte Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Kilometer pro Stunde und richtete im Westen Kubas schwere Schäden an. Besonders betroffen waren die Provinzen Artemisa, Havanna und Pinar del Río. Über 2000 Gebäude wurden beschädigt, Dutzende komplett zerstört. Ja, Stromleitungen und Bäume wurden umgerissen und weite Teile der Landwirtschaft liegen in Trümmern. Tausende Hektar Anbaufläche sind unbrauchbar. Und ja, daneben gab es ja noch ein Erdbeben im Osten. Kurz darauf erschütterten 2 Beben der Stärke 6 und 6,7 die Provinz Granma. Besonders die Stadt Pilon verzeichnete schwere Schäden, darunter 200 beschädigte Gebäude und mehrere Erdrutsche. Auch wichtige Infrastrukturen wie Stromleitungen und auch Leuchttürme wurden in Mitleidenschaft gezogen. Auch im Anschluss kam es noch zu Nachbeben. Aber ja gut, dank der rechtzeitigen Evakuierungen des Zivilschutzes konnten Menschenleben gerettet werden. Aber der Wiederaufbau wird Zeit und internationale Hilfe erfordern. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Eine der wichtigsten Straßen Kubas wird umfassend saniert. Die Passstraße La Farola verbindet die Stadt Baracoa, also Kubas erste Hauptstadt und eine der isoliertesten Städte der Insel, mit der Provinz Guantánamo. Vor dem Bau der Straße war Baracoa nur über eine lange und schlecht ausgebaute Strecke oder den Seeweg erreichbar. Die Straße ist eine essentielle Lebensader für die Region und über
Sie gelangen fast alle Personen und Güter nach Baracoa. Neben der Reparatur wird eine eigene Wartungsbrigade geschaltet oder besser gesagt geschaffen, die den Zustand der Straße langfristig sichern soll. Die Sanierungen oder die Sanierung als solches ist ein wichtiger Schritt, um den Zugang zur Region zu verbessern und die lokale Wirtschaft sowie den Tourismus zu stärken. Die Regierung hat auch neue Maßnahmen beschlossen, um die Lebensmittelproduktion anzukurbeln. Zum Beispiel die Zollbefreiung. Einfuhrzölle auf Düngemittel, Tierfutter, Tiermedizin und Pestiziden wurden abgeschafft. Dies gilt bis Ende 2025 und soll vor allem private und aber auch staatliche Akteure unterstützen, ihre Produktionskosten zu senken. Das Ergebnis: bereits erste Berichte zeigen, dass die Preise für einige Produkte leicht gesenkt werden konnten. Besonders Tierfutter und Düngemittel sind für viele Landwirte günstiger geworden. Aber es gibt auch Kritik. Zwar ist dies ein wichtiger Schritt, doch Experten betonen, dass weitere Reformen notwendig sind, etwa pünktliche Zahlung des Staates und offene Vertriebsstrukturen. Kuba importiert derzeit etwa 80% seiner Lebensmittel und diese Reformen sind ein erster Schritt, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Ein seltenes Wetterphänomen sorgte kürzlich für Aufsehen. In einigen Regionen sanken die Temperaturen auf unter 10 Grad, was für die Karibik äußerst ungewöhnlich ist. Besonders betroffen war die Provinz Matanzas, wo ein Tiefstwert von 9,7 Grad gemessen wurde. Diese Kältewelle wurde durch eine Kältefront ausgelöst, die auch Regenfälle und Gewitter mit sich brachten. Ja, Kuba stärkt weiterhin seine internationalen Beziehungen, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Ein wichtiges Treffen mit Vertretern Russlands in Havanna fokussierte sich auf wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit, etwa in den Bereichen Gesundheit, Biotechnologie und den Tourismus. Weitere Länder wie Venezuela, Mexiko, China und aber auch die Europäische Union unterstützen Kuba mit Hilfslieferungen und Krediten. Diese Partnerschaften sind essentiell, um das Land wirtschaftlich und kulturell zu stabilisieren und langfristig tatsächlich unabhängig zu machen. Ja, Condor hat Kuba aus dem Sommerflugplan 2025 gestrichen. Was das bedeutet und warum es dazu gekommen ist, erfahrt ihr jetzt. Also, Condor wird ab Sommer 25 keine Direktflüge mehr von Deutschland nach Kuba anbieten. Betroffen sind die Flughäfen Havanna, Varadero und Holguín. Vor einigen Wochen war nur die Rede von Holguín. Was ist jetzt der Hintergrund? Wie ihr euch denken könnt, ist es die wirtschaftliche Lage. Diese hat sich zuletzt stark verschlechtert. Häufige Stromausfälle und große Versorgungsengpässe. Das Auswärtige Amt rät dazu, Reisen nach Kuba sorgfältig zu prüfen und gut vorzubereiten. Aber was sagt Condor selbst dazu? Laut Condor handelt es sich um eine wirtschaftliche Notwendigkeit, da auch die Nachfrage nach Flugtickets und Pauschalreisen stark zurückgegangen sind. Generell ein Rückgang im Tourismussektor ist festzustellen. 2017 reisten noch über 243.000 Touristen nach Kuba. 2022 waren es nur noch knapp 59.000 und auch 23 und 24 waren keine guten Jahre für den kubanischen Tourismus. Wann finden nun die letzten Flüge mit Condor nach Kuba statt? Der letzte Flug nach Holguín findet am 27. April 25 statt, nach Varadero am 29. April und nach Havanna am 2. Mai 25. Die Entscheidung von Condor ist ein harter Schlag für Kuba-Reisende und den ohnehin geschwächten Tourismus der Insel. Wie seht ihr das? Plant ihr trotzdem eine Reise nach Kuba oder habt ihr eure Pläne geändert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Ja, und zum Schluss möchte ich euch auf meinen Online-Shop hinweisen. Ihr kennt das ja. Perfekt für die Weihnachtszeit. Dort findet ihr Kubita-Kaffee in 3 Varianten sowie verschiedene Rumsorten, die sich ideal als Weihnachtsgeschenk eignen. Neu im Angebot sind aber auch Reiseschutzversicherungen. Ob ihr selbst reist oder jemand aus Kuba nach Deutschland eingeladen wird, hier findet ihr die passende Lösung für euch. Schaut vorbei unter www.derletztewestkubaner.de. Mit jedem Einkauf unterstützt ihr meine Projekte und findet gleichzeitig etwas Besonderes für euch oder eure Liebsten. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung www.derletztewestkubaner.de. Ja, das war ein umfassender Überblick über die aktuelle Lage in Kuba, von Wechselkursen über Einreisebestimmungen bis hin zu den neuesten Entwicklungen und meinem Online-Shop. Ich hoffe, die Informationen waren hilfreich für euch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, in die Kommentarliste und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken bzw. auch zu teilen. Bevor das heutige Video nun zum Ende kommt, möchte ich euch noch eine Mitteilung machen für alle, die bis hierhin geschaut haben. Meine Frau und ich haben mit einem Freund zusammen unsere nächste Reise nach Kuba geplant. Beziehungsweise nicht nur geplant, sondern auch den Flug gebucht. Am 30.12. diesen Jahres wird es soweit sein. Anders als die letzten Male werden wir mal wieder eine kleine Rundreise machen und uns dann langsam Richtung Zuhause, also Contra Maestre, bewegen. Ich werde natürlich wieder die Kamera laufen lassen. Hasta luego, bis dahin. Saludos, ciao.